Großbritannien wird immer ärmer. Selbst im idyllischen Devon an der Grenze zu Cornwall könnten Zehntausende nicht mehr ohne Foodbanks und Lebensmittelspenden überleben. Du kannst deine Familie nicht mehr ernähren. Das ist furchtbar. Was ist das für ein Land, in dem wir leben? Ich weiß nicht, wie sie das rechtfertigen können. Gleichzeitig werden die Reichen immer reicher. Der Multimillionär Guy Singh Watson, Gründer einer der größten Biofarmen der Insel, will das ändern. Er will mehr Steuern zahlen. Ich will meinen Reichtum genießen. Aber das kann ich nicht, wenn um mich herum Menschen in verzweifelter Armut leben. Nur damit eine kleine Minderheit immer mehr Geld machen kann. Ja, deshalb will ich mehr Steuern zahlen. Ja, dann soll er doch einfach einen Scheck ans Finanzamt schicken, sagen die Gegner einer Vermögensteuer. Und außerdem würden die Reichen ja dann auch alle das Land verlassen. Das bringe doch überhaupt nichts. Aber stimmt das überhaupt? Und was würde eine solche Vermögensteuer wirklich bringen? Wir haben Guy Singh Watson besucht und dabei einen Unternehmer entdeckt, der ein ganz besonderes Businesskonzept entwickelt hat. Zum Millionär wurde Guy Singh Watson nämlich auf ganz ungewöhnliche Weise, erzählt er mir, als wir ankommen. Nach einer kurzen Karriere als Unternehmensberater in London und New York begann er auf der Farm seiner Eltern mit dem biologischen Anbau von Gemüse. Singh Watson zog es zurück, weil er sah, dass Geld allein nicht glücklich macht, und verdiente genau damit mehr, als er je gedacht hätte. Riverford Organics ist heute eine der größten Biofarmen in Großbritannien mit über 1000 Mitarbeitern. Ein Riesenunternehmen, das Singh Watson im Laufe der letzten Jahre für einen geringen Preis zu 100% an seine Mitarbeiter überschrieben hat. Er selbst ist hier jetzt nur noch der Mentor. Wir waren ja alle sehr überrascht am Anfang, dass das sogar besser läuft seitdem. Wir treffen bessere Entscheidungen und werden aufmerksam auf Dinge, die den Feldarbeitern auffallen. Dinge, die ich als Chef hinterm Computer gar nicht gesehen hätte. Die Arbeiter, die uns zugehört haben, sehen das auch so. Und du arbeitest halt für dich selbst. Das macht uns effizienter in der Tat. Und langfristig bekommen wir so auch mehr Geld für unsere harte Arbeit. Und ist das auch demokratischer so? Und auch draußen auf dem Feld sind all die, die wir fragen, happy mit dem neuen Co-Owner-Modell, auch wenn es oft für sie selbst mehr Arbeit bedeutet. Es ist manchmal schon hart, wenn jeder leidenschaftlich seine Position vertritt. Ist die Verpackung wichtiger oder so wichtig wie der Inhalt? Was heißt Qualität? Dass ihr alter Chef sie noch als Mentor begleitet, findet Will deshalb hilfreich. Er berät uns halt noch und das ist cool. Er gibt die Richtung an. Auch wenn wir am Ende selbst die Freiheit haben zu entscheiden, wo es lang geht. Und so hat die Zukunft hier schon begonnen, mit einer neuen Generation, der Singh Watson schon jetzt zusehen kann, wie sie seinen Traum weiterführt. Ein demokratisches Unternehmen auf Augenhöhe, in dem für alle faire Bedingungen herrschen, in einem Land, in dem derzeit genau das Gegenteil passiert. Diese Regierung hat keine Ahnung, wie es den normalen Leuten hier geht. Und dann sagen sie so lächerliche Dinge, wie jeder könnte reich werden, wenn er nur hart arbeitet. Während hier Leute mit 3 Jobs jonglieren müssen, um ihre Kinder einkleiden zu können. Das bringt mich auf die Palme. Er selbst würde deshalb gerne deutlich mehr Steuern zahlen, um das zu ändern. In seinem Büro zeigt er uns deshalb einen offenen Brief, den er gemeinsam mit 40 anderen Millionären an den britischen Premier Rishi Sunak geschrieben hat. Wenn man bei Multimillionären nur 1% Steuern erheben würde, schreiben sie, wäre das ein jährlicher Gewinn von umgerechnet bis zu 60 Milliarden Euro. Wir haben Sunak sogar eingeladen, bei unserem Verein mitzumachen. Er ist ja selber Multimillionär. Aber er war nicht interessiert. Denn der britische Premier und seine Partei sind strikt gegen mehr Steuern im Allgemeinen
und aber ganz besonders gegen jede Art von Vermögensteuer. Eine Position, die Sunak schon als Finanzminister vertrat. Ich glaube nicht, dass jemals die richtige Zeit für eine solche Steuer ist. Rishi Sunak ist übrigens nicht irgendein Multimillionär, nein. Er und seine Frau sind super rich. Reicher als Charles III., also reicher sogar als das britische Königshaus. Damit aber habe seine Politik, die Wohlhabenden von Steuern zu verschonen, gar nichts zu tun, sagen zumindest seine Parteifreunde. Einer davon ist Ranil Jamayaveda. Warum wollen die Tories partout keine Reichensteuer, will ich wissen. Geld ist mobil heutzutage. Mit den falschen Signalen verlassen die Millionäre das Land. Wir aber wollen, dass sie hier investieren. Nur so können wir Arbeitsplätze garantieren. Guy Singh-Watson auf seiner Farm hält dieses Argument für blanken Unsinn. Das ist so offensichtlich nicht wahr. Guck dir doch einfach an, was in den letzten 10 Jahren hier passiert ist. Die Reichen sind immer reicher und die Armen immer ärmer geworden. Das Geld fließt immer nur nach oben. Eine solche Reichensteuer wäre aber natürlich auch nicht das alleinige Wundermittel. Zusätzlich müssten noch all die anderen Steuerschlupflöcher gestoppt werden, von denen es in Großbritannien jede Menge gibt. Eine solche zusätzliche Steuer wäre aber durchaus notwendig, denn seit dem Brexit und der Pandemie gibt es in Großbritannien mehr als 2 Millionen Menschen, die von Foodbanks abhängig sind. Und was das praktisch heißt, das habe ich mir direkt um die Ecke von Watsons Farm mal angeschaut. Dieses Lager hier ist eine riesige Lebensmittelsammelstelle, von der aus die Foodbanks in der Region beliefert werden. Allein in den letzten 8 Monaten haben sie von hier aus mehr als 1 Million Mahlzeiten verteilt. Die Managerin Shelley erzählt mir, wie sehr sie die Armut ringsherum auch persönlich belastet und wie dramatisch die Lage hier mittlerweile ist. Wenn du in die Statistiken guckst, ist das wirklich schockierend. In einigen Ecken hier in Cornwall ist die Armut schlimmer als in Rumänien. Ausgeliefert wird so unauffällig wie möglich an Menschen, die von der Stadt als hilfsbedürftig benannt werden. Wie Leo und seine Partnerin Mass. Mass verlor ihren Job nach einer OP. Danach wurde es eng für sie und ihre 4 Kinder. Essen gab es, bevor sie die Foodbank fanden, oft nur noch einmal am Tag. Und so geht es nicht nur uns hier. So viele Freunde haben dieselben Probleme. Mein Bruder hat auch seinen Job verloren. Er musste jetzt sein Haus verkaufen, weil die Zinsen so gestiegen sind. Jetzt hat er hohe Schulden. Es ist echt hart. Auch bei mir noch. Dieser Monat ist jetzt okay, weil ich niemanden mehr anbetteln muss. Aber was ist im nächsten Monat? Das tut weh. Das ist unwürdig einfach. Fürs Erste aber versucht er, sich nichts anmerken zu lassen. Vielleicht werde es irgendwann auch wieder besser, sagt er uns zum Schluss. Aber viel Hoffnung darauf haben die sich auskennen, wie Singh-Watson derzeit nicht. Die Regierung spiegele den Leuten einfach weiter eine heile Welt vor, die es so schon lange nicht mehr gäbe. Und das zersetze auf Dauer die Grundlage der britischen Demokratie. Ich mache mir ernsthaft Sorgen, wie lange die Gesellschaft das hier noch aushalten kann. Und so etwas führt am Ende immer zu Gewalt und Revolution. Was wirklich niemand will, aber ich spüre, wie das näher kommt jetzt. Und mit dieser leicht apokalyptischen Perspektive verabschiedet er sich dann von uns. Ich fand Guy Singh-Watson und seine Farm schon wirklich beeindruckend, aber zurückgefahren bin ich eher deprimiert. Denn was nützt das alles, wenn am Ende der politische Wille fehlt, um diese krasse Armut in Großbritannien wirklich zu bekämpfen? Andererseits, solche Projekte machen auch Mut, denn zumindest die Ideen, wie man was ändern könnte, die gibt es bereits.